sehr geehrte Damen und Herren. Ich werde Ihnen über einige Aspekte der digitalen Langzeitarchivierung und Langzeitspeicherung berichten. Die nachhaltige Speicherung von Geobasisdaten in Kooperation der Archive untereinander, aber auch in enger Kooperation mit den Datenproduzenten, in diesem Fall den Landesvermessungsverwaltungen. Ich werde zunächst kurz einführen, was ist eigentlich gemeint mit Geobasisdaten, in diesem Fall amtlichen Geobasisdaten. Was ist bei der nachhaltigen Speicherung, Archivierung zu beachten? In dem Punkt kann ich mich kurz fassen und schon auf meine Vorredner aufbauen. Da wurde heute schon einiges gesagt. Welche Lösungen wurden bislang entwickelt oder zumindest konzipiert und welche Fragen sind noch offen? Bei den Daten, von denen hier die Rede sein wird, handelt es sich um amtliche digitale Geobasisdaten, die von den Vermessungsverwaltungen des Bundes und der Länder bereitgestellt werden. Also nicht um Geodaten im allgemeinen Sinne. Die Daten beschreiben in Punkten, Linien und Flächen die Lage von administrativen, technischen oder natürlichen Grenzen in der Landschaft, also die Topographie, und weisen also die Landschaft, die Liegenschaften, den einheitlichen geodätischen Raumbezug nach, und zwar unabhängig von individuellen Softwareprodukten und Fachanwendungen. Sie geben also ein digitales Abbild der Landschaft, von Bergen, Flüssen, Ebenen und der durch den Menschen errichteten Gebäude und bieten Informationen über die Eigentumsverhältnisse, über Grund und Boden und über die Landnutzung. Damit bilden sie die Grundlage für die geografisch exakte Verortung von Fachdaten in der Form der sogenannten Geofachdaten, die in der Verwaltung in der Breite auch entstehen und auf diese Geobasisdaten aufsetzen. Hierfür werden von den Vermessungsverwaltungen eine Reihe von Produkten, man könnte auch sagen Unterlagentypen an Geobasisdaten, bereitgestellt, von denen die digitale topografische Karte oder die Luftbilder sicherlich zu den bekanntesten gehören. Viele von Ihnen haben vielleicht im vergangenen Jahr auch auf das allgemeine Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS zurückgegriffen, wenn Sie versucht haben, die Daten für die Reform der Grundsteuer auszufüllen. Dann haben Sie auf dieses System zurückgegriffen und konnten da auch Informationen über die Bodenschätzwerte der jeweiligen Grundstücke, über die Flurstücknummer einsehen und über die tatsächliche Nutzung, die Größe des Grundstückes etc. Weniger bekannt, wenn auch nicht weniger wichtig, sind weitere Produkte wie das 3D-Geländemodell, die Hausumringe oder das Festpunktinformationssystem. All diese Daten können in einem Geoinformationssystem, einem sogenannten GIS, nutzerfreundlich dargestellt werden. Und auf der Basis dieser Geodaten können dann in weiteren Layern, also in weiteren Schichten, auch Geofachdaten zur Verfügung gestellt und dargestellt werden, raumbezogen dargestellt werden, die dann zum Beispiel das Vorkommen bestimmter Arten, Funde von Bodendenkmälern, Naturschutzgebiete, Biotope, Verwaltungsbezirke oder auch nur Standorte von Behörden oder Schulen georeferenziert in der Fläche nachweisen. In den einzelnen Ländern stehen hierfür Geoportale zur Verfügung, die zudem eine Reihe weiterer Funktionen und Services bieten. In Bayern ist dies der allseits bekannte und beliebte Bayern-Atlas. Jetzt bin ich schon eine Folie zu weit gesprungen. Im Bayern-Atlas sehen Sie hier unten, wenn auch nur als statisches Abbild, der neben der Darstellung der amtlichen Geobasisdaten eben auch die Anzeige einer ganzen Reihe von Geofachdaten zu unterschiedlichsten Themen ermöglicht, und außerdem können Nutzende auch selber in den Karten zeichnen oder ein Routing erstellen. Mithilfe der digitalisierten Katasteruraufnahmen und der Flurkarten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts steht außerdem auch eine topografische Zeitreisefunktion zur Verfügung. Also man kann sich dann die ältere Flurkarte quasi entweder als Schatten oder als tatsächliche topografische Karte darstellen lassen
und dann zum Beispiel darüber legen, wo sich denn da heute Wanderrouten oder touristische Sehenswürdigkeiten befinden. Die Daten werden von den Vermessungsverwaltungen des Bundes und der Länder auch für die gewerbliche und die wissenschaftliche Nutzung bereitgestellt und können auch in eigenen Softwarelösungen, also in eigenen Geoinformationssystemen, auch in Open-Source-Lösungen wie QGIS genutzt werden. Auch Museen nutzen mittlerweile Geobasisdaten, um ihre spezifischen Fachdaten für wissenschaftliche Auswertungen oder generell für die öffentliche Nutzung in räumlicher Perspektive zur Verfügung zu stellen. Insbesondere dann, wenn es sich eben um großflächige Archäologieparks handelt. International bekannt ist zum Beispiel das Pompeii Bibliography und Mapping Project, das insgesamt einen guten Überblick über die Grabungssituation bietet, an der jahrhundertealten Ausgrabungsstätte in Pompeji eben, aber auch Informationen zu den einzelnen Gebäuden und Grundstücken liefert. Oder das Geoinformationssystem des Museums Varusschlacht in Kalkriese, das eben eine Vielzahl archäologischer Funde in dem 10 Hektar weiten Archäologiepark nachweist, georeferenziert nachweist. Unabhängig von ihrer Darstellung und Nutzung in einem Geoinformationssystem und der Überlagerung bzw. Anreicherung mit Fachdaten bieten die amtlichen Geobasisdaten wichtige Informationen zur aktuellen Beschaffenheit und Nutzung der Erdoberfläche in lokaler, regionaler und überregionaler Perspektive und sind daher ganz grundsätzlich von bleibendem Wert für künftige wissenschaftliche Forschungen, für rechtliche Nutzungen oder für Rückgriffe der Verwaltung und sind, Herr Fürmitz hat schon angedeutet, eben als archivwürdig einzustufen. Wie bei anderen Informationen aus digitalen Systemen auch, erfordert die langfristige Erhaltung dieser Daten die Konzeption logischer Archivierungsschnittstellen. Auch das wurde heute letztlich schon mehrfach angesprochen. Also der gängigen Erhaltungsstrategie der Archive folgend müssen die Daten eben aus ihren Ursprungssystemen migriert, in archivfähige Formate migriert, mit Metadaten angereichert werden. Eine Übernahmestruktur für diese Daten muss festgelegt werden. Es muss festgelegt werden, in welche Archivpakete diese Informationen portioniert werden sollen, wie diese Archivpakete erschlossen und wieder zugänglich gemacht werden sollen. Und es müssen ganz banale Fragen geklärt werden, nämlich die Frage nach dem Übertragungsweg. Sollen diese Daten auf Festplatten geliefert werden, was eher zu Datenverlusten führt, oder stehen andere Lösungen zur Verfügung? Und wie oft sollen entsprechende Daten übernommen werden? Das sind also die ganz grundsätzlichen Fragen, die bei jeder digitalen Archivierung im Raum stehen, die geklärt werden müssen und die idealerweise, wie wir heute schon gehört haben, schon am Beginn des Lebenszyklus der Daten geklärt sein sollten. Wenn diese Fragen geklärt sind, können die Erschließungsdaten und die Geobasisdaten dann idealerweise über eine automatisierte Archivierungsschnittstelle beim zuständigen staatlichen Archiv archiviert werden. In Bayern steht hierfür, und das wäre unser Wunschszenario, mit dem generalisierten XML-Client eine Schnittstelle zur Verfügung, die bereits für Fachverfahrensdaten zum Einsatz kommt. Diese ermöglicht die Daten automatisiert nach einer vorgegebenen Konfiguration zu strukturieren, in den angeschlossenen Archivspeicher zu ingestieren und automatisiert im Archivfachinformationssystem zu erschließen. Dabei werden alle Verarbeitungsschritte dokumentiert und auf diese Weise die Data Provenance, also alle Schritte, die mit diesen Daten vorgenommen wurden, alle Veränderungen dokumentiert. Das wäre also eine ideale Lösung, die eine arbeitsökonomische Archivierung dieser Daten ermöglichen würde. Davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Darauf werde ich am Ende nochmal zu sprechen kommen.
Aufgrund des besonderen und nachhaltigen Werts der Geobasisdaten haben Archive und Vermessungsverwaltungen bereits vor einigen Jahren begonnen, Lösungen für den dauerhaften Erhalt dieser Informationen zu erörtern. Das ist also schon lange im Gespräch. Aufbauend auf der guten Zusammenarbeit bei der Archivierung analoger Kartenwerke wurde bereits vor 10 Jahren eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen des Bundes und der Länder und der Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und der Länder eingesetzt, die bis 2015 erste Leitlinien für die bundeseinheitliche Archivierung dieser Daten erarbeitet haben. 2021 wurden diese Leitlinien dann noch einmal erarbeitet. Die wurden letztes Jahr im Dezember in der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns vorgestellt. Hierbei wurden Produkte an Geobasisdaten identifiziert, die deutschlandweit einheitlich bei den Vermessungsverwaltungen geführt werden und die von bleibendem Wert, das heißt archivwürdig sind. Das war mal der erste Schritt, die Bewertung. Welche Unterlagen sollen denn jetzt genau archiviert werden? Vor allem aber wurden Festlegungen für die logischen Schnittstellen zur Archivierung dieser Daten getroffen, also in welchen Formaten, in welcher Struktur etc., in welchem Turnus diese Daten übergeben werden sollten. Hierbei wurde festgelegt, dass als Archivformate derzeit hierfür für Rasterdaten TIFF oder JPEG 2000 als georeferenziertes Word-File, also Bilddaten mit Geokoordinaten, in Frage kommt. Vektordaten sollen sofern möglich im NAS-Format archiviert werden. Das gängige Format SHAPE ist zwar weit verbreitet, aber nicht für eine dauerhafte Archivierung, sondern lediglich als Nutzungsrepräsentation geeignet. Da auch die genannten Archivformate nicht auf ewig interpretierbar sein werden, müssen die Daten spätestens nach einigen Jahrzehnten in aktuelle Datenformate migriert werden. Das setzt diesen Schritt voraus, den mein Vorredner, der Herr Wolpert, schon angesprochen hat. Man muss sich klar werden, was denn wirklich auf Dauer erhalten werden soll und was wichtig ist für die jeweiligen Datentypen. Es muss entschieden werden, welche Eigenschaften der Daten wirklich signifikant sind und welche Eigenschaften über alle Migrationszyklen hinweg erhalten werden müssen. Dazu gehört etwa der Maßstab, die tatsächliche Georeferenz, die Bedeutung der Kartensymbolik oder bei Rasterbilddaten die Farbigkeit, die Bildgröße und die Auflösung. Die Arbeitsgruppe entschied sich bei denjenigen Geobasisdaten, die in Fachanwendungen gehalten werden, dafür, in regelmäßigen Abständen die Inhalte der datenhaltenden Systeme zu einem bestimmten Stichtag, also in Zeitschnitten, zu archivieren. Ähnlich wie das Landesarchiv Baden-Württemberg, also bei der Datenbank des Landesmuseums vorgegangen ist, wird auch hier vorgegangen. Die Daten werden also in Zeitschnitten archiviert und bei der Landesvermessung weitergeführt und sozusagen eine Kopie dieses Zeitschnitts wird archiviert. Die Zeitabstände, in denen Geobasisdaten archiviert werden sollen, wurden unter Berücksichtigung der Veränderungsraten und der Speicherbedarfe der jeweiligen Produkte festgelegt. Sie betragen 5, 10 oder 20 Jahre. Außerdem wurden von der Arbeitsgruppe bereits wichtige Metadaten festgelegt, die auf Ebene der Gesamtabgabe eines Produkts, also zum Beispiel die gesamte digitale topografische Karte Bayerns, oder das gesamte Geländemodell Bayerns sowie auf Ebene der einzelnen Archivinformationspakete von der Vermessungsverwaltung mitgeliefert werden sollen. Und schließlich wurden schon Hinweise und Empfehlungen gegeben für Sachverhalte, für die die Arbeitsgruppe zu diesem Zeitpunkt noch keine bundeseinheitlichen Lösungen anbieten konnte, die aber für eine umfassende Schnittstelle zur automatisierten Archivierung der Daten getroffen werden müssen. Und ich darf anfügen, es wird wohl auch Sachverhalte geben, die sich aufgrund der unterschiedlichen Infrastrukturen in den Ländern, die sich mittlerweile herausgebildet haben, nicht bundeseinheitlich zu lösen sein werden. Also es wird ein föderaler Flickenteppich, wenn Sie so wollen, bleiben bei der Art und Weise, wie Geobasisdaten bei den einzelnen Landesarchivverwaltungen künftig archiviert werden.
Auf 4 dieser noch offenen Fragekomplexe möchte ich im Folgenden noch etwas genauer eingehen. So ist die Frage noch ungeklärt, wie die Abgabepakete genau strukturiert werden sollen und auch wie diese bezeichnet werden sollen. Das klingt zunächst einmal trivial, also in welchen Ordnerstrukturen eine Abgabeportion geliefert werden soll und wie diese Ordner und Dateinamen bezeichnet werden sollen. Für eine automatisierte Verarbeitung ist es aber wichtig, dies festzulegen. Außerdem ist ungeklärt, in welche Portionen die Daten gegebenenfalls aufgeteilt werden sollen. Für die digitale topografische Karte ist diese Frage noch einfach zu beantworten. Die Rasterdaten werden, wie bereits über Jahrzehnte hinweg, in Papierform auch digital für die jeweiligen Kartenschnitte übergeben. Für die anderen Unterlagengruppen ist diese Frage dagegen nicht so leicht zu beantworten. Es bieten sich hier verschiedene Szenarien an, nämlich die Speicherung der gesamten Datenmenge für das ganze Bundesland in einem Archivinformationspaket, die Aufteilung entsprechend der Kartenschnitte, der digitalen topografischen Karten oder entsprechend der kommunalen Verwaltungsgrenzen, die Aufteilung nach Landkreisen oder Bezirken. Für ein großes Flächenland wie Bayern ist eine Aufteilung schon wegen der großen Datenmengen und der daraus resultierenden Bereitstellungszeiten angezeigt, die etwa beim digitalen Geländemodell oder dem Gebäudemodell anfallen würden. Für die Höhenfestpunkte aus dem allgemeinen Festpunktinformationssystem sind ASCII-Daten, dagegen wäre dieses Kriterium irrelevant. Gleichwohl wäre es natürlich wünschenswert, dass man die Portionen für alle verschiedenen Produkte, die sich ja jeweils auf die gleiche Fläche beziehen, nämlich auf die Fläche Bayerns, dass man diese Portionen gleichmäßig trifft, einheitlich trifft. In diesem Kontext wird außerdem auch festzulegen sein, mit welchen inhaltlichen Metadaten die Archivpakete erschlossen oder beschrieben werden können. Künftig wird wohl nur ein kleiner, überschaubarer Teil der Archivnutzenden mit abstrakten Informationen wie der Reihe und der Schicht der ursprünglichen Flurkartenkacheln nach entsprechenden Daten recherchieren wollen. Vielmehr wird wohl mit Hilfe konkreter Orte oder topografischer Gegebenheiten wie Flussnamen, Gewässernamen, Bergnamen oder touristischen Sehenswürdigkeiten gesucht werden. Entsprechende Daten sind bei den Vermessungsverwaltungen in den Fachverfahren und Datenbanken auch vorhanden. Es müssen halt die Schnittstellen geschaffen werden, um diese Daten auch automatisiert an die Archive mit übergeben zu können. Außerdem hat sich in den letzten Jahren schon die Arbeitsgruppe darum bemüht, die in der Praxis auftretende Problematik der doppelten Datenhaltung zu erörtern. Auch der Punkt wurde heute schon mehrfach angesprochen. Und die dabei festgestellten Szenarien zu beschreiben. Seit einigen Jahren werden nämlich Geobasisdaten auch bei den Vermessungsverwaltungen länger aufbewahrt und werden dort für lange Zeitreihen genutzt. Wenn die Zeitschnitte in den festgelegten Abständen an die Archive abgegeben werden, kann es damit für einige Jahre oder Jahrzehnte zu redundanten Datenhaltungen kommen. Wenn außerdem, wie in Bayern, das digitale Archiv der staatlichen Archive im staatlichen Rechenzentrum angesiedelt ist, das vom auch für die Vermessung zuständigen Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung betrieben wird, liegt es außerdem nahe, über eine gemeinsame Infrastruktur nicht nur für die Langzeitspeicherung dieser Daten für 10 Jahre sowie der anschließenden dauerhaften Langzeitarchivierung nachzudenken, sondern sich auch Gedanken zu machen über Lösungen für eine weitere noch ungelöste Frage, nämlich der erneuten komfortablen Bereitstellung dieser historischen Daten in einem Geoinformationssystem oder gar einem Geoportal. Momentan und aller Voraussicht nach auch mittelfristig verfügen die Archivverwaltungen nämlich nicht über eine geeignete Infrastruktur hierfür in Form eigener Geoinformationssysteme. Auch ist momentan die Darstellung älterer archivierter Daten über den Bayern-Atlas oder über andere Geoportale der Länder in Deutschland nicht möglich. Wer die Daten nutzen möchte, muss daher vorerst selbst ein Geoinformationssystem mitbringen,
wie zum Beispiel eben die erwähnte Open-Source-Lösung QGIS. Sie sehen also, für die Geobasisdaten wurden bereits einige wichtige Festlegungen getroffen, durchaus auch in enger Kooperation mit vielen beteiligten Seiten. Dennoch ist noch nicht alles geklärt. Zuletzt möchte ich Sie auffordern, den Blick trotzdem mit mir noch einmal in die Ferne schweifen zu lassen. Die noch offenen Fragen werden auf der Bundesebene weiterhin in der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Vermessungs- und Archivverwaltungen erörtert, die ihre Arbeit in diesem Jahr unter weitgehend neuer Besetzung wieder aufgenommen hat. Dabei werden auch die Bedarfe der Wissenschaft, nämlich insbesondere der Erdsystemwissenschaften, die sich innerhalb der NFDI in einem eigenen Konsortium, der NFDI for Earth, zusammengefunden haben, mit berücksichtigt werden. Die Generaldirektion nimmt an diesem Konsortium auch als Participant, als Teilnehmender teil. Für Bayern sollen die offenen Fragen in einer gemeinsamen Projektarbeitsgruppe mit dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung geklärt werden, die, wie ich hoffe, noch in diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen können wird. Der nächste Zeitschnitt der Geobasisdaten, der im Jahr 2025 zur Archivierung ansteht, könnte dann vielleicht schon ideal strukturiert mit allen erforderlichen Metadaten standardkonform angereichert über eine neu geschaffene Exportschnittstelle des LDBV ausgespielt und dann ebenfalls automatisiert über den generalisierten XML-Client der staatlichen Archive Bayerns archiviert werden. Und dann wäre nur noch zu klären, wie diese Daten im künftigen virtuellen Lesesaal der staatlichen Archive Bayerns oder im Bayern-Atlas wieder zugänglich gemacht werden können. Aber ich glaube, das müssen wir nicht mehr heute erörtern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.